So, meine Herren, das ist sie also. Hier werden wir den Rest unseres Lebens verbringen. Sie meinen wohl bis zu unserer Rente? Welche Rente? Bitte was? Ja, die Hochschule Unfall, ein Meisterwerk der Architektur. Ein ansehnliches Prachtstück von Schule, Schoki für die Augen. Mit Technik der Zukunft. Der vermutlich sauberste Ort, den Sie kennen. Ihr zweites Zuhause. Okay, nicht so ein Zuhause, es ist zum Wohlfühlen. Was fragen Sie? Wie wir es nach 2 zerstörten Schulen geschafft haben, sowas aufzubauen? Ja, nach jeder Terminierung einer Schule war ich im Fernsehen zu bestaunen. Das hat mich sehr berühmt gemacht. Es hat mich sogar so berühmt gemacht, dass gegen mich ermittelt wurde. Man vermutete, dass ich für die Zerstörung verantwortlich war. Pff, als ob. Naja, das arme Schwein von Detektiv hatte nicht genug Beweise und ich war keine verdächtigte Berühmtheit mehr, sondern nur noch eine Berühmtheit. Das war meine offene Tür zu den mächtigsten Männern im Land. Naja, fast. Durch das nicht gewonnene Geld war ich gezwungen, Spenden einzusammeln. Mit dem Geld konnte ich dann die besten Architekten und Bauarbeiter anheuern, die es weit und breit zu finden gab. So musste ich nur 3-mal schlafen und blub war die Schule fertig. Kenneth Knoblauch, Herr Schräg, ich bin froh, Sie beide im Team der Lehrkräfte der Hochschule Unfall begrüßen zu dürfen. Ich bin nicht so froh. Herr Uldigern, was Sie angeht, bin ich mir noch nicht so sicher. Hey! Ich muss schon sagen, die Bauarbeiter haben sehr gute Arbeit geleistet. Ich frage mich, wo dieser Wald plötzlich herkommt. Wie dem auch sei, schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Also, hier haben wir einen großen Brunnen. In dem die Kinder ertrinken können? Perfekt. Ich meinte, schwimmen, baden, glücklich sein? Nein. Auf den Sportplatz müssen wir noch verzichten, aber wir können die kreisförmige Fahrbahn hier zum Streckenlaufen verwenden. Wo wir die Schüler so lange rennen lassen, bis sie zusammenbrechen? Haha, sorry. Schauen wir uns mal die Innenrichtung an. Die Räume sind aber nicht allzu groß. Das passt. Wir haben insgesamt 402 Räume, um alle Schüler unterzubringen. Schüler mit Platzangst scheiden schon mal aus. Die Schule ist 3 Stockwerke hoch und hier oben ist es ganz schön. Was für eine atemberaubende Aussicht. Ich sehe nix. 3 Stockwerke freier Fall, bis die Schüler auf dem Boden aufklatschen. Okay, ich höre schon auf. Nun, wir werden hier auch keine Erhöhungen bauen, sonst passieren noch Unfälle und das wollen wir nicht. Nein! Selbstverständlich nicht. Doch, ich meinte, nein, wer will das schon? Ich bin zufrieden mit dieser Schule. Sieht von außen genauso gut aus wie von innen. Wartet. Shit. Dann brauchen wir ein neues Intro. Ein was? Ein In... Wo kommt denn die Musik her? Dann mal los. Hey du. Hä? Ja, du. Läute bitte die Schulglocke. Soll ich dich von der Schule schmeißen, bevor sie beginnt? Siehst du, war doch nicht so schwer. Ups, das ist nie passiert. Nun, guten Tag, Schüler, und willkommen an der neuen Hochschule Unfall. Ich bin euer Direktor Devin und hoffe auf gute Schuljahre mit euch. Bitte nicht zu viel Applaus. Ich weiß, wir alle haben schwere Zeiten durchgemacht. Einige mussten mit zusehen, wie gleich 2 ihrer Schulen zerstört wurden. Aber ich versichere euch, an der neuen Hochschule Unfall passieren keine Unfälle. Woher kenne ich das nur? Wir haben hier viele neue Schüler, also kommen wir direkt zur Klassenaufteilung. Leider sind wir eine rassistische Schule, daher werden die normalen Schüler von den Villagern getrennt. Hat er gerade wirklich gesagt, dass wir eine rassistische Schule sind? Ja. Hey, das habe ich nicht vorgeschlagen, das war Herr Uldigern. Guten Tag. Ist es zu spät, jetzt zu gehen?
Ich stelle jetzt jeden vor und dann werdet ihr in Klassen aufgeteilt. Wobei, das ist zu viel Arbeit. Ich hasse Arbeit. Und Zeitverschwendung. Klasse A und B verfeinden sich eh. Also von daher, bitte stellt euch hier vorne hin, sobald ihr aufgerufen werdet. Klasse 9a, Alex Porter, Barry Allen, Claire Evander, Quaise Demillion, Ilona Cooper und Timo Hellenberg. Klasse 9b stellt sich bitte hier hin. James Butler, Lisa Hunder, Nick Thompson, Robin Mehr und Gabriel Nenran. Nun, da die wichtigsten Schüler vorne stehen, kann ich auch die Klassenlehrer bekannt geben. Herr Knoblauch ist einigen von euch schon bekannt und ist Klassenlehrer der Klasse 9a. Please kill me. Herr Schräg, der Klassenlehrer der 9b. Hallo Kinder. Können wir nicht den da kriegen? Okay, nein. Herr Schreck ist okay. Herr Schreck ist super. Und zu guter Letzt, Herr Uldigan. Welche Klasse krieg ich? Nein, warte, ich weiß es schon. Klasse 9c oder sag ja, bitte ja. Herr Uldigan übernimmt den Rest. Ganz schlechte Idee. Ich meine, nein, wie? Bitte nicht. Viel Glück. Was ist mit Ihnen? Sie waren auch Kurzlehrer. Das stimmt, aber es gibt einen guten Grund, wieso ich euch nie unterrichten werde. Ich habe keinen Bock. Das ist ein Argument. Schüler, ich sehe die Begeisterung und Spannung für die kommenden Schuljahre in euren Augen. Daher werden euch eure Klassenlehrer nun in eure Klassenräume begleiten und ihr werdet die Schule in dieser ersten Woche lieben lernen. Ich denke 100%ig nicht. Worauf wartet ihr? Verschwindet! Ich will in mein neues Büro. So, Herr Direktor, wo haben Sie meine Infos versteckt? Das kann doch nicht sein. Nicht mal eingezogen ist er hier. Ich mach sowas eigentlich ungern, aber es passt so perfekt. Dann mach deine Aufgabe mal gut. Es ist perfekt. Darauf lässt sie aufbauen. Devin, auf ein Wort. Ich brauche dringend eine Klingel oder sowas. Was gibt's denn? Ich kann mich unmöglich alleine um so viele Schüler kümmern. Was machen die gerade eigentlich ohne sie? Denen geht's gut. Lernen sich bestimmt gerade kennen. Dann haben sie gerade diese ganzen Schüler dazu gebracht, in ihren Klassenräumen zu bleiben. Das ist doch schon mal was. Also sollte das Ganze kein Problem werden. Was ist mit Knoblauch oder Schräg? Die können mir doch einige Schüler abnehmen. Glauben Sie mir, die Schüler, welche die zwei haben, sind schlimmer als all ihre kleinsten Marktdealer zusammen. Das ist nicht korrekt. Die Anzahl der Schüler, welche Uldigan unterrichtet, liegt weit über der, die Knoblauch und Schräg unterrichten. Haben Sie das auch gehört? Ja. Daher ist Uldigan größerem Stress ausgesetzt, was es ihm unmöglich macht, so viele Schüler zu unterrichten. Guten Tag, Herr Direktor. Schön, Sie wiederzusehen. Herr Uldigan, egal was Sie tun, öffnen Sie niemals diesen Schrank. Niemals. Was war das überhaupt? Etwas, was nicht hier sein darf, beziehungsweise es kann gar nicht hier sein. Wissen Sie was? Ich wollte schon immer Ihre Schüler näher kennenlernen. Also gehen wir. Jetzt. Sofort. So weit weg wie möglich. Direktor, Sie können mich nicht ignorieren. Ich bin Teil Ihres Büros. Wollen Sie nicht wissen, was dieses Ding Ihnen sagen will? Sehe ich so aus? Ich will das Ding nie wiedersehen. Sir, sind Sie sicher, dass Sie mir diesen Posten übergeben wollen?
Irgendwer muss diesen Direktor als Täter aufdecken und Lee. Sie scheinen mir aus vollem Interesse an der Sache dran zu sein. Da hoffe ich, dass Sie Erfolg haben. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Sir. Trotzdem setze ich Sie nicht alleine an diesen Fall. Unsere hier stationierte Agentin Kira wird Sie unterstützen. Hallo, Sir Lee. Mit ihr stehen die Chancen noch besser, das Ganze demnächst abzuschließen und wenigstens diese Schule zu retten. Also, das ist jetzt euer Auftrag. Ich halte mich auf Abstand. Erledigt ihn schnell und enttäuscht mich nicht. Werden wir nicht, Sir. Wir geben unser Bestes. Er weiß nichts von uns? Nein, woher sollte er? Na, von mir sicherlich nicht. Und das wird auch so bleiben. Du hast dich kein bisschen verändert. Ja, ich hab dir deine heißgeliebte Kaffeemaschine mitgebracht. Um genau zu sein, ist das Coffee Leaks 2 und er ist ein Roboter. Ich habe ihn in den Trümmern der Hochschule Krankenhaus gefunden und aufgerüstet. Natürlich, was auch sonst, du Freak. Hey, wir müssen zusammenarbeiten. Ist das machbar? Vielleicht, wir werden sehen. Sie kann wirklich kompliziert sein. Nun denn, Coffee Leaks, was gibt's Neues? Hallo Lee, ich konnte bereits Kontakt mit Direktor Devon aufnehmen. Und was hat er gesagt? Direktor? Direktor Devon? Direktor? Direktor Devon? Direkt.